Unser Thema heute Morgen ist eigentlich der 5. Teil von unser Hauptthema, die 5 Solas der Reformation. Und heute Morgen spezifisch, wie ich schon gesagt habe, ich werde mich ein bisschen hier vorne schieben. Hier heute Morgen ist Solas Christus, nur Christus oder nur Christus allein. Und weil heute Pfingstsonntag ist, ich möchte gleich eine Verbindung machen zu das, wozu der Geist Gottes hauptsächlich ausgesandt ist und uns Menschen geschenkt sind zu tun. Und oftmals wir erkennen das nicht und wir haben nicht wirklich vielleicht Wertschätzung, die wir haben sollen für das, was der Geist Gottes allermeist in uns und durch uns bewirken möchte. So, wir lesen zuerst aus Johannes Evangelium Kapitel 7, Vers 37. Stand Jesus auf, rief und sprach, wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geiste, die empfangen sollen, welche an ihm glaubten. Denn der Geist Gottes oder der Heilige Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Now, der Geist Gottes war schon da in der Person Jesus. Aber er war nicht zugänglich in der Art und Weise, wie wir Menschen den Geist Gottes erleben und erfahren können, nach das Kreuz und nach der Auferstehung. Jetzt kann jeder Mensch, wenn er das Evangelium hört, den Geist Gottes erleben, persönlich erleben. Und er kann in uns kommen und durch uns fließen wie ein Strom lebendiger Wasser. Und Jesus hat den Geist Gottes in 2 Wege beschrieben. Er hat zuerst gesagt in Johannes 4, er wird in uns wie eine Quelle sein, die hervorquellt, um Leben hervorzubringen, ewiges Leben, lebendiger Wasser zu geben. Aber hier, Jesus redet nicht von einer Quelle, er redet von einem Strom, der durch uns zu anderen fließen kann. Und jeder wird fähig sein, den Geist Gottes in dieser Art und Weise zu empfangen, der an Jesus glaubt. Aber vorausgesetzt das Kreuz, das Sterben und die Auferstehung. Well, Jesus in seiner Bemühung in Johannes Evangelium, die Jünger zu erklären, wozu der Geist Gottes kommen muss und wie wichtig das ist. Sogar Jesus sagt in Johannes 16, Vers 7, es ist besser für uns, dass er weggeht und der Geist Gottes zu uns kommt. Ich weiß, das ist erstaunlich. Wir können heute Morgen denken, was könnte besser sein, aus Jesus selber im Fleisch erlebt zu haben. Ich wünschte mir, ich hätte da gesessen bei diesen Geschichten, bei der Brotvermehrung zum Beispiel. Seinen Predigt gehört, gesehen, was er getan hat. Und Jesus sagte, no. Es ist besser für dich, dass du den Geist Gottes hast, in dir lebst, dass du seine Führung erfährst, dass du seinen Dienst erlebst, als dass du mich im Fleisch gesehen hast. Erstaunliche Aussage. Na, warum? Wir schauen das an in Johannes 15, Vers 26. Jesus sagte hier, aber ich will euch jemanden senden, der euch zur Seite stehen und trösten. Wie viel von uns brauchen manchmal Trost oder Ermutigung? Das Wort könnte man auch Ermutigung übersetzen. Ich weiß, es gibt Tage, wo ich brauche eine Menge Ermutigung. Und Jesus sagte, der Geist Gottes wird kommen. Now, ich weiß, das ist ein Schock für viele. Er ist nicht dein Diener. Er wird dein Zimmer nicht für dich aufräumen. Er wird nicht für dich tun, was du für dich selber tun kannst. Guten Morgen, frohe Pfingsten. Aber er wird dir zur Seite stehen und das, was nicht möglich ist für dich, er wird das unmöglich möglich machen. Und er wird dir dabei ermutigen, das Wort trösten heißt auch ermutigen, aber nicht nur das, lesen wir weiter. Der Geist der Wahrheit, er wird vom Vater kommen und mein Zeugen sein.
Der Hoffnung für alle, das war die Hoffnung für alle. Der Schlachter sagt, so wird er von mir zeugen. Sieh, der Hauptdienst, und das ist manchmal so falsch verstanden in den Gemeindewelt, hauptsächlich den charismatisch geisterfüllte Pfingstgemeindewelt, dass der Geist Gottes allermeistens uns geschenkt, um Jesus zu verherrlichen in unserer Mitte, in unser Leben und durch unser Leben für andere. Es ist seine Hauptarbeit. Er möchte uns Jesus real machen. Und die Vorväter der Reformation, ja, den Reformationsgründer, Martin Luther und auch die dabei waren zu jener Zeit, die haben festgestellt, es ist so wichtig für die Gemeinde, dass wir nicht nur allein der Gnade und allein der Glaube, aber wir brauchen auch einen Blick hinein, dass wir Jesus den ersten Platz geben müssen in allem und in alles, was wir sind und tun sollen. Jesus musste, das Wort auf Englisch ist Preeminence. Er muss den ersten Rang, er muss den ersten Platz einnehmen. Und es beginnt mit einer persönlichen Entscheidung. Jesus, ich möchte dich kennen. Komm in mein Leben. Sei, man könnte sagen, der König meines Herzens. Sei mein Herr, mein Heiland. Und nimm den ersten Platz in mein Leben, aber nicht nur in mein Leben. In alles, was ich tue, wo immer ich hingehe, lass Jesus den ersten Platz haben. Und das ist genau, was der Geist Gottes uns helfen möchte, wo er uns ermutigen möchte und trösten möchte. Weil manchmal wir machen Entscheidungen, die eigentlich am besten sind für uns. Was uns am besten dient. Was uns am besten vielleicht auch Vorteil hervorbringt. Und hier kommt der Geist Gottes und gibt dir einen kleinen Ruck und sagt, wait a minute. Schau nicht an das Momentane allein. Es gibt etwas Wichtiges. Es gibt etwas, was mehr Bedeutung hat. Dein Leben soll eine Widerspiegelung dessen, von das, was der Geist Gottes gesandt ist zu tun, nämlich Jesus verherrlichen. Ein Zeugen dessen, von den auferstandenen Herrn und was er für die Menschheit bewirkte durch sein Kommen, Sterben und Auferstehung. Wow. Solos Christus. Allein Christus. Und es ist so notwendig, weil alles anderen wird versuchen hineinzukriechen in die Gemeindewelt, in deine persönliche Welt, um dir anderen Prioritäten zu geben, aus Jesus allein zu verherrlichen. So, wir lesen ein bisschen weiter, was Jesus sagte. In Vers 13, Kapitel 16. Jesus sagte, wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht von sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Dasselbe wird mich verherrlichen. So, wir sehen hier, der Geist Gottes redet nicht von sich selber. Das heißt nicht, dass es falsch ist, über ihn zu reden und zu lernen, wie er ist, wie er wirkt. Weil er ist der Teil der dreieinigen Gottheit, die am Wirken ist, gerade jetzt in unserer Mitte als Menschen. Und er zeigt uns Jesus. Er zeigt uns den Herz des Vaters. Er zeigt uns den Weg, den wir gehen sollen. Er zeigt uns sogar, was zukünftig ist. Sieh, wir wissen nicht, was morgen auf uns zukommt. Aber Gott weiß das. Und wir können lernen, auf ihn zu verlassen. Weil er hat das Beste immer im Sinne für dich und für mich. So deswegen ist der Geist Gottes ausgegossen. Deswegen ist der Geist Gottes gekommen und zugänglich für jeden Mensch, damit jeder Mensch Jesus sehen kann für das, was er wirklich ist. Und er ist das Anfang und das Ende. Er ist das Ein und Alles. Er ist das Ganze, was das Evangelium ausmacht. Und wenn du beginnst, deine Bibel zu lesen, und wenn du beginnst, Gott zu suchen, und wenn du beginnst, geistlich zu sein, ich sage euch,
Das Hauptziel muss Jesus und Jesus allein sein. Solus Christus. Weil es gibt eine Gefahr. Die Welt hat sich verändert, keine Frage. Wir leben in einer Welt, wo wir so viel Information haben. Wir leben in einer Welt, wo Nachrichten innerhalb von wenigen Minuten wird von hier bekannt gemacht und auf der anderen Seite der Erde wird gleich mitgelesen. Und in dieser Veränderung von Nachrichten, der grundsätzliche Bedürfnisse von Menschen hat sich nicht verändert. Und es gab in der Gemeinde, in der Urgemeinde, eine große Gefahr, die immer noch heute unter Menschen sind und auch kann in die Gemeindewelt hineinkommen. Und es war ein Problem, was Paulus immer wieder ansprechen musste. Und es gibt 2 Briefe insgesamt, wo er das direkt angesprochen hat. Zuerst der Epheserbrief und dann Kolosserbrief. Der Epheserbrief, beide Briefe sind ins Gefängnis. Paulus ist im Gefängnis ungefähr 64, 65 nach Christus, gefangen genommen wegen des Evangeliums. Und er hat diesen 2 Briefe erfasst. Und er wollte dieses Gefahr direkt ansprechen. Der Gefahr, dass Jesus nicht mehr wirklich verstanden wird als Haupt der Gemeinde und eigentlich das Wichtigste von alles, was je erschaffen worden ist. Weil er ist der Schöpfer. Und in Epheserbrief, er spricht hauptsächlich zu uns als Leib Christi. Und Jesus ist das Haupt der Gemeinde. Aber im Kolosserbrief, er hat das direkt angesprochen. Christus ist das Haupt, das Zentrum, das Anfang und das Ende und das gesamte Schöpfung gibt er es Sinn. Und er muss unser Streben sein. Er muss unser Verlangen sein. Es gab 2 Gruppen damals und man kann es vergleichen mit heute. Wir nennen das New Age, weil es ist nichts Neues, es ist nur neu verpackt. Und da waren 2 Gedankengüten damals wie heute, wenn du gehst um die Esoterik und New Age. Und Leute, die wollen wirklich geistlich sein. Und ich möchte diese Bemühung, geistlich zu sein, nicht kleinreden. Aber wenn wir versuchen, geistlich zu sein ohne das Evangelium, wir landen immer in einer Sackgasse. Und es gab 2 Gedankengut damals, hauptsächlich das Gnostik-Denkgut und das von einer jüdischen Sekte von Essenes. Und die waren radikale Juden, die das Gesetz Mose noch weitergebracht haben. Und die waren extrem streng und die versuchten in der Gemeinde zu kommen. So du hattest diese allgemeinen Denkgut von den Gnostik-Denkgut damals, die in der Welt war und versuchte reinzuschleichen und auch diese übergeistliche Anstrengung, leistungsbetonte jüdische Sekte, die auch in der Gemeinde versuchte reinzukommen, und beide miteinander vermischt, hat allermeist den Christen ein bisschen verwirrt, wer eigentlich Jesus ist. Die wollten geistlich sein. Die wollten Gott dienen. Die wollten Gott erfahren, erleben, spüren. Aber wir müssen wissen, Gott ist mehr als ein Gänsehaut. Und das Wort gibt uns ein festes Fundament. Und das hat die Reformation uns geschenkt. Das hat Martin Luther erkannt. Als er sagte, Solus Christus, allein Christus. So schauen wir ein paar Schriften an heute Morgen, die uns helfen sollen, wirklich diese so wichtige Wahrheit für uns zu verinnerlichen. Ist Jesus, und das ist die Frage heute Morgen, hat Jesus den ersten Platz in meinem Leben? Na, ich sage nicht, ich stelle deinen Glauben an Jesus nicht in Frage. Aber das ist etwas anderes. Es ist mehr als Gottesdienst zu besuchen. Es ist mehr als deine stille Zeit jeden Morgen zu haben. Das bestimmt dein Leben für heute, morgen und übermorgen. Ist Christus der Numero uno für mich in allem, was ich bin
und tue. Weil alles wirkt in dieser Welt, um uns abzulenken, wegzubringen von diesem wunderbaren, heilenden Botschaft. Weil nur in Christus bist du geborgen, versorgt, geholfen. Da ist die Quelle von Erfüllung im Leben. Und wir Menschen, wir suchen das überall. Auch wir christliche Menschen. Schauen wir das an. Kolosserbrief, Kapitel 1, Vers 12. Dankbar dem Vater, der uns tüchtig gemacht hat, zum Anteil am Erbe, dem Heiligen im Licht, welcher uns errettet hat aus der Gewalt der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, in welchem wir die Erlösung haben durch sein Blut, der Vergebung der Sünden. Da, bevor wir weiterlesen, das ist ein Teil von einem Gebet. Und Paulus sagte in diesem Gebet, wir sind fähig gemacht. Das Wort tüchtig bedeutet fähig. Du und ich, wir sind fähig gemacht, um Anteil an diesen Erbschaft Gottes zu erleben, zu erfahren, zu haben in unser Leben. Wir sind fähig von Gott gemacht und wir sind sogar befreit aus der Dunkelheit ins Licht. Wir sind jetzt Kinder Gottes genannt. Aber jetzt beginnt zu hören, wie Paulus redet über Jesus. Jetzt beginnt zu hören, was für ein Stellenwert Jesus hat für Paulus in seinem Brief für uns, die Gemeinde. Welcher das Ebenbild des unsichtbaren Gottes ist, der Erstgeborenen aller Kreatur. Denn in ihm, in Jesus, ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, was sichtbarer und was unsichtbarer, seien es Throne oder Herrschaften, Fürstentümer oder Gewalten. Das ist ein direkter Widerspruch von der damaligen Denkgut, dass wir alle ein Teil der Kosmos sind. Sie ist nichts Neues. Und ja, das war ein großer Schöpfer, aber man könnte nicht erklären, wenn der große Schöpfer so groß ist, warum ist Böse in der Welt? Sieh, dieser ursprüngliche Gedanke ist mit uns Menschen vom Anfang an. Und damals haben Menschen versucht, eine Antwort, eine Erklärung zu geben, ohne das Evangelium, ohne Jesus. Und dann bekommst du allerlei unterschiedliche Theorien. Aber hier, Paulus sagte, wait a minute. Bevor alles war Jesus. Und alles ist durch ihn entstanden, sei es sichtbar oder unsichtbar. Sieh, die jüdische Sekte damals, die haben versucht, Jesus' Gottheit in Frage zu stellen. Ja, er war da, er kam, er war ein Prophet, aber das mit der Auferstehung, das mit Leben nach dem Tod, das war alles ein Märchen. So haben sie gedacht. Die glaubten nicht an die Auferstehung. Sowieso. Und Paulus musste das direkt ansprechen. Paulus musste sagen, nein, es dreht sich alles um Jesus. Solas Christus. Allein Jesus, weil er hat alles geschaffen. Er ist in allem und über alles. Und er hat das alles für uns getan. Wir lesen weiter. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allem. Und alles besteht in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde, der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. Denn es gefiel Gott, dass in ihm alle Fülle wohnen soll. Schau das an, Vers 25. Welches der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnis unter dem Volke sei, nämlich Christus in euch, Christus in uns. Der große Geheimnis, das, was die Menschen suchten, das, was die Philosophen nachjagen, die großen Antworten auf alles, was der Mensch wissen muss und wissen soll, ist in Christus uns geschenkt. Was ist das? Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit.
Was ist Herrlichkeit? Das ist die Manifestation von Gottes Gegenwart. Gott wirklich zu erleben. Es ist in Christus. Und nicht nur das, er geht weiter. Den verkündigen wir, indem wir jeden Menschen, oh, und das war so wichtig. Sieh, das war das Problem damals, das ist ein bisschen das Problem heute. Es gibt nur eine kleine Gruppe und die haben wirklich das Geheimnis. Und der Rest von uns sind verloren. So, wenn du nicht ein Teil von dieser kleinen Gruppe sind, wie oft denken Christen so? Unsere Gemeinde hat die Wahrheit. Well, sorry, sweetheart. Keine Ortsgemeinde, keine Denomination, keine Bewegung hat das gesamte Paket. Paulus selber sagte, ich erkenne nicht alles. Wir sehen Wahrheiten in Stückwerken. Was wichtig ist, wo ist Jesus in der ganzen Botschaft? Wo ist Jesus in der Versammlung? Wo ist Jesus in der persönlichen Entscheidung von jeder Gläubiger? Und wenn Jesus den ersten Rang hat, dann das führt uns zusammen. Einheit ist ziemlich unkompliziert. Es ist nicht die Überzeugung von aller theologischen Überzeugungen in aller Punkte. No, es ist die absolute Überzeugung, es dreht sich alles um Jesus. Er ist König, wie wir gesungen haben heute Morgen. Und ist er der König deines Herzens? Das ist, was entscheidend ist. Und das ist, was uns zusammenbringt. Und Paulus, er ist wie ein Kämpfer hier. Er muss verstehen, wie radikal die Gemeinde in Kolossai diese Gedanken hörte. Wo Menschen versuchten reinzuschleichen und zu sagen, ja, es ist alles gut mit Paulus und was er geschrieben hat. Aber die wahre Erleuchtung ist noch tiefer, noch geheimnisvoller. Er muss mich folgen. No, 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 no. Er muss hier folgen. Nicht der Pastor, nicht die Ältesten, nicht der, was weiß ich, großen Guru. Folge das Wort. Das Wort wird er immer zu Jesus hinführen. Wir schließen ab hier. Er sagte hier, indem ich jeder Menschen, das ist nicht für eine Elite, kleine Sekte irgendwo, nein, das ist für jeder Mensch. Das Evangelium ist gute Nachricht für die ganze Welt. Für jeder Mensch. Ich ermahne jeder Mensch und jeder Menschen lehren in aller Weisheit und einem jeden Menschen vollkommen in Christus darzustellen. Und das Wort vollkommen, das war ein direkter Watscher. Für alle Gnostiker in der Mitte und alle Essener in der Mitte, weil dieses Wort vollkommen, das war ein Wort für die große Erleuchtung. Paulus hat das raus aus ihrem Denkgut, raus aus ihrer Sprachart und Weise, wie sie gesprochen haben, rausgenommen, in das Evangelium reingebracht und sagen, hier ist Vollendung, Reife, Fülle. Es ist nur in Christus und es ist für jeder Mensch, der hören und empfangen möchte. Und so ist es mit dem Evangelium. Jesus möchte real sein für jeden Mensch. Und ich glaube, für uns an Pfingsten, es ist so wichtig, dass wir wissen, dazu hat den Vater den Geist Gottes ausgesandt. Ja, unser Leben zu bereichern, keine Frage. Uns die Möglichkeit zu geben, die Fülle von Gottes Kraft in unser Leben und durch unser Leben zu erfahren, verändern. Ja, ist keine Frage. Aber seine Hauptaufgabe ist es, Solas Christus, allein Christus in der Gemeinde, dass er den Zentrum, den Hauptplatz einnimmt. Und nicht nur, wenn wir zusammenkommen und Rita uns ansteuert in der Lobpreis und wir sagen, Jesus, du bist Herr und du bist König unter uns, sondern wie du morgen, übermorgen, Mittwoch, Donnerstag, wie du bist in deiner Herausforderung, die wir alle erleben als Menschen. Lass Christus den ersten Platz haben. Bist du dann in einen geborgenen Ort, wo Gott für dich sorgt.
Schließe ab. Alles so viel zu lesen. Kolosser 2,9 in der Hoffnung für alle sagt, nur in Christus ist Gott wirklich zu finden. Ich finde diese moderne Übersetzung sehr gut. Es sagt es alles. Es sagt alles, was ich euch sagen möchte heute Morgen. Unkompliziert ist das, ja. Nur in Christus ist Gott wirklich zu finden. Wisst ihr, was der Schreiber vom Hebräerbrief schrieb? Er sagte in Kapitel 1, Vers 1, er schreibt an jüdische Menschen, die zu Jesus kamen. Und er sagte, hey, in der Vergangenheit, Gott hat zu uns Menschen gesprochen, hauptsächlich durch die Propheten. Und er hat durch mancherlei Wege, sei es Visionen, prophetische Worte, uns einen Einblick gegeben von den unsichtbaren Gott. Aber Vers 2, heute spricht Gott zu uns durch seinen Sohn. Nur in Christus ist Gott wirklich zu finden. Und ich weiß, heute Morgens Botschaft ist vielleicht kein bahnbrechende neue Offenbarung, aber manchmal die neuen Offenbarungen bringen uns in die Irre. Es ist den Fundament unseres Glaubens immer wieder anzuschauen, die uns ein festes Fundament schenkt im Leben. Nur die Gnade, nur der Glaube, nur die Schrift. Und hier heute Morgen, Solas Christus, allein Christus, allein Jesus. Er möchte so sehr der König unseres Herzens sein. Die Entscheidung liegt bei uns. Sie sahen eine Sendung von Gospel Life Center. Unser Gottesdienst findet sonntags um 10:15 Uhr statt. Wenn Sie weitere Informationen über unsere Aktivitäten haben möchten, sind wir erreichbar unter der Telefonnummer 089 943 850 30 oder besuchen Sie unsere Website www.gospellifecenter.de. Wir wünschen Ihnen Gottes Segen. Wir beten Jesus an.